Die Folge wäre, dass wir den Menschen da draußen, die wirklich am Existenzminimum leben, das besser erklären können, warum wir hier im Landtag sitzen und ohnehin sehr, sehr viel Geld bekommen für die Arbeit, die wir hier machen. Und das wäre, glaube ich, die direkte Folge dessen, dass wir den Leuten Politik und Transparenz auch näher bringen können. Ich meine die Folgeregelung, also was könnte das ersetzen, wenn es ausläuft? Hey Leute, was passiert, wenn Politiker mal Nein zu einer Gehaltserhöhung sagen? Lena Cordray von der AfD bringt die Presse damit komplett aus dem Konzept. Während die Altparteien wieder zugreifen, sagt die AfD Stopp. Ein starkes Statement gegen automatische Diätenerhöhung in Zeiten, wo immer mehr Menschen nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. Schaut rein, erfahrt die Hintergründe und lasst uns darüber sprechen. Sollte Politik endlich nach Leistung bezahlt werden? Eure Meinung zählt. Also liken, abonnieren und vor allem kommentieren. Wir sehen uns im Video. Auf geht's! Mich würde ein ganz anderes Thema interessieren. Es geht um die Diätenerhöhung, wie Sie damit gedenken, umzugehen. Wir werden, wie wir das auch die ganze Zeit hier gemacht haben im Parlament, selbstverständlich für die Abschaffung der automatisierten Diätenerhöhung uns aussprechen. Frau Ernst. Genau, eine Frage dazu. Was könnte die Alternative sein, beziehungsweise die Folge dieser Regelung in Sachen Diäten? Das wäre die eine Frage. Die Folge wäre, dass wir den Menschen da draußen, die wirklich am Existenzminimum leben, das besser erklären können, warum wir hier im Landtag sitzen und ohnehin sehr, sehr viel Geld bekommen für die Arbeit, die wir hier machen. Und das wäre, glaube ich, die direkte Folge dessen, dass wir den Leuten Politik und Transparenz auch näher bringen können. Ich meine die Folgeregelung, also was könnte das ersetzen, wenn es ausläuft? Dass man immer wieder darüber verhandeln muss, ob Diäten erhöht werden oder nicht. Und das auch im Rahmen einer parlamentarischen Debatte. In welchem Rhythmus? Also wie oft? Das müsste dann im Einzelnen ausgestaltet werden. Da spielen natürlich andere Finanzentwicklungen auch des Staates sicherlich eine Rolle. Und Herr Sauerbier, bitte. Ja, Frau Cordray, der Sinn der jetzigen Regelung war ja, dass Brandenburger Landtagsabgeordnete etwa so viel verdienen wie Bürgermeister einer mittelgroßen brandenburgischen Stadt, also Besoldungsgruppe B3. Nun hat BSW-Chef Krumbach ja vorgerechnet, und der ist Richter, Jurist hier im Land gewesen, dass zur Einführung dieses Gesetzes 2013 die Besoldung der Landtagsabgeordneten 6% über B3 lag, inzwischen aber wegen verschiedener Nichterhöhungen 8% unter dem Kleinstadtbürgermeistergehalt. Finden Sie es prinzipiell falsch, dass sich die Landtagsabgeordneten Diäten nach den Bezügen von Bürgermeistern kleiner Städte richten sollen? Und falls Sie es falsch finden, woran sonst sollen Sie sich orientieren? Grundsätzlich kann man natürlich in Betracht ziehen, was Bürgermeister als Hauptverwaltungsbeamte der Kommunen an Geld bekommen, aber das darf doch nicht unser Maßstab sein. Das darf doch nicht, wenn ein Bürgermeister in unseren Augen möglicherweise zu viel Geld bekommt, dann können wir doch nicht sagen, wir haben das gleiche Recht, dieses Geld eben auch zu bekommen. Wir müssen hier im Parlament uns, alle Parlamentarier, darüber einig werden, welches Geld wir bekommen. Und da sollten wir nicht nach außen gucken, da sollten wir nicht sagen, der bekommt aber so viel und der bekommt weniger, sondern wir als Parlamentarier haben dann die Pflicht und auch die Aufgabe, unsere Diäten selber hier zu bestimmen. Ja, aber meine Frage war, was soll der Maßstab sein? Woran soll es sich orientieren? Der Maßstab muss in meinen Augen nicht das Gehalt eines Bürgermeisters sein. Da können wir drüber sprechen. Wir haben jetzt eine Diät von über 9.000 €. So, warum sollen wir diese Diäten immer weiter erhöhen, nur weil ein Bürgermeister mehr Geld bekommt? Das sehe ich nicht ein. Warum sagen wir nicht einfach mal, hier ist jetzt eine Stagnation da, weil die Menschen da draußen, die gar nicht wissen, wie sie bis zum Ende des Monats ihre Rechnungen bezahlen sollen, weil die nämlich auch Geld brauchen und weil wir nicht erklären können, dass wir hier im Parlament sitzen für diesen Haufen Geld, den wir bekommen. Also Otto Normalbrandenburger bekommt 5,7% mehr Gehalt. Die Inflation steigt kräftig. Ich würde gerne eine Frage stellen. Wird ein Kleinstadtbürgermeister mit 9.000 € im Monat möglicherweise auch einfach zu gut bezahlt? Ist das denn angemessen als Vergleich?
Man kann darüber reden, ob ein Kleinstadtbürgermeister mit 9.000 € zu gut bezahlt wird. Das kann man durchaus so vertreten. Das müsste man im Einzelnen aber auch dort aushandeln. Das hat aber nichts mit den Gehältern, die wir hier als Abgeordnete bekommen, zu tun. Das ist völlig unabhängig davon. Aber eins möchte ich hier auch noch mal klarstellen. Wir werden jetzt hier nicht einzelne Gruppen gegeneinander ausspielen. Bürgermeister gegen Landtagsabgeordnete. Ich bin seit 2019 hier im Landtag und habe mitgekriegt, dass andauernd irgendwelche Diäten erhöht werden. Und die Diskussion, und die muss man sich stellen, auch vor Ort im Wahlkreis ist, jetzt in den letzten Tagen, wieso erhöht ihr euch schon wieder die Diäten? Das sind Fakts. Und ich sehe das nicht ein, dass hier ständig, bloß weil wir jetzt mal dran sind, da einfach automatisch erhöht wird. Warum macht man es automatisch? Weil man die Diskussion vermeiden will. Man will die Diskussion öffentlich im Parlament vermeiden. Das ist eindeutig. Weil alle Gehälter aller Berufe im Land steigen. Das macht da nichts. Das macht da nichts. Ich habe vorher im Kraftwerk gearbeitet, habe gut verdient. Und wenn ein Bürgermeister mehr gekriegt hat, hat mein Chef ohne gesagt, wir müssen jetzt alle steigen. Das ist doch totaler Quatsch. Wir verdienen oder kriegen hier genug Geld und wir können auch mal 1-2 Jahre aussetzen und dann werde ich Ihnen schon sagen, wenn es nicht mehr reicht. Und das nehmen wir so als Schlusswort von Steffen Kubicki und danken sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse heute. Dankeschön. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schätzen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell. Das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand.